Moin liebe Angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen Session. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einem Ausflug, den wir heute an der Achtuba machen werden. Level 28er Gewässer, prädestiniert, wenn ihr auf Wels angeln wollt oder vielleicht auch mal Bock habt, auf Grund den Weißlachs zu jagen. Wir sind heute ebenfalls hier auf Grund unterwegs, allerdings auf einen etwas anderen Bewohner des Abschnitts, denn hier gibt es auch eine Menge Störe. Und Störe sind ein Thema, die sind natürlich sehr kampfstark. Ich kann mir die leichtere Version aussuchen. Ich möchte gerne auf Sterlet gehen. Der Sterlet. So schaut er konkret mal aus. Ich habe ihn hier schon an der Achtuba auf Tauwurm gefangen. Ist noch keine Trophäe bei mir, aber damit ihr schon mal wisst, auf was es heute gehen soll, so sieht er etwa aus. Im Vergleich zu anderen Stören sieht er recht ähnlich aus. Lange spitz zulaufende Schnauze, die Barteln hier unten drunter und knochige Platten an Seite und Rücken. Das ist unser Zielfisch für heute. Auf den soll es gehen. Der ist ab 9 Kilo Trophäe, ab 14 Kilo seltene Trophäe. Mir würde es persönlich erstmal reichen, wenn wir an unseren PB rankommen heute. Und das machen wir, ähnlich wie hier der Köder, auch heute mit Tauwurm. Und zwar habe ich mir da folgende Position rausgesucht. Und zwar ist es so, dass wir hier auf der Karte in dem Quadranten C6, da sieht man schon, haben wir hier eine etwas tiefer liegende Stelle. So einen Bereich hier im Randgebiet vor der Insel anwerfen werden. Der Tipp lautet auf 15 Meter Clip. Wir werden das im Verlauf des Testes einige Male ändern, da wir mit dem Rodpod doch ein gutes Stück weg vom Rand des Gewässers stehen und somit ein bisschen das Ganze ausgleichen müssen. Das heißt, 15, 16, 17 Meter werden wir zwischendurch klippen und wir werden uns auch nochmal an eine andere Position stellen, die aber in diesem Bereich hier liegt, nur nochmal um einen Counterpart sozusagen zu schaffen, einen Gegentest, wie es da so aussieht. Also es wird so ein bisschen bunt durchmischt mit ein paar Elementen Spontanität, um zu schauen, was geht denn da und wie geht's denn da. Und natürlich am Ende gibt es ein Resultat für euch. Das Setup, mit dem ich heute unterwegs bin, ist bis auf die Rolle, die mal eine Tagara und mal eine Wenger ist, relativ gleich aufgebaut. Wir starten durch mit einer einfachen Grundmontage auf unserer Royal Picker, einer Winkelpicker-Route, die auf Grundfischen schon mal ein paar Prozente gibt. Das ist immer sehr hilfreich. Wir haben 55 Gramm Wurfgewicht drauf, die reizen wir aus, indem wir hier 30 Gramm Clay, also Lehm, Optikblei schmeißen. Das Ganze auf einem 30 Kilo Setup, das Vorfach, weil wir hier mit 29 Kilo in der Tragfähigkeit maximal arbeiten, ändern wir nochmal nach unten ab, dass wir da mit 27 Kilo auf jeden Fall noch auf Nummer sicher gehen, auch mit Verschleißeinberechnung, und haben das Ganze dann hier mit einem roten, knallig roten Haken der Marke Berserk Hooks, die Bloody Series, die blutige Serie sozusagen, hat hier einen 1-0er Haken drauf gekriegt, dreimal das Ganze mit Tauwurm. So, das ist der eine Teil der Erklärung. Der andere Teil verbirgt sich in unserer Futterrakete. Da wir 15 bis 17 Meter klippen, haben wir einen relativ überschaubaren Bereich, in den wir gut treffen können mit unserer Futterrakete. Die kriegt eine Störmischung drauf, die ich gebastelt habe, beziehungsweise die ich übernommen habe. Sofern muss ich schon sein. Und zwar ist das diese hier. Ich habe sie genannt Stör Achtuba Muschelig, weil auch Muscheln mit dabei sind. Sieht so aus, wir haben Rapssamen, wir haben getrockneten Krill, Flusswandermuscheln, gehackte Würmer, Lehm. Ganz wichtig, um das Ganze gut auf Grund zu halten, denn wir haben ein Fließgewässer und das verlängert auch gleichzeitig die Dauer. Wir sehen es oben, 27 Stunden ist das Ding aktiv, wenn es ausgeworfen wird. Ohne Lehm wären das wahrscheinlich so zwischen 13 und 18 Stunden, also doch schon ein ganz gehöriger Zuwachs an Zeit, die wir hier sozusagen mehr haben. Und das Aroma Krabbe Muscheln. Alles das, was der Stör so ganz gerne bei hat, und das gehen wir ausbringen auf dieser Position hier C6 hier unten und schauen einfach mal, wie das Ganze sich so im Einsatz schlägt. Wie gesagt, ich gehe ja ganz offen ran, wir gucken uns die Sache entspannt an und am Ende haben wir ein Resultat. Viel Spaß! So, das müsste jetzt da vorne bald sein, ne? Warte mal, wie war das mit der Position? Ich muss mal schnell nachschauen.
51,85. Karte auf. Ja, genau, da gegenüber von der Insel praktisch aufgebaut. Ich denke, dann werde ich hier aussteigen, dann können wir den Rest noch zu Fuß laufen. Nicht, dass ich nachher mit dem Boot im Weg stehe. So, bin da, guck mal. Und jetzt müssen wir uns hier so wohl hinstellen. Genau hier so da. So, hier ist so eine kleine Einbuchtung im Schilf. Das kann man sich ganz gut merken. Und stellen wir uns jetzt einfach mal hier den Apparat da so hin, wo es gerade passt. So, und dann, ja, 15 Meter, ne? Hauen wir das Ganze raus. Ich mische gleich noch die Mische fertig. Und dann geht los. Zweimal. Schön, die spannen sich selber. Finde ich praktisch. Muss ich es nicht machen. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Mein Drilltimer ist auf jeden Fall für den Fall der Fälle bereit. Lass uns mal gerade hier so ein bisschen die Umgebung fokussieren. Ich bin ja nicht so oft hier. Wir haben also hier tatsächlich die Möglichkeit, falls was einsteigt, und ich würde sagen, wir schicken es erstmal hier runter, können wir hier eine ganze Kurve nutzen, um diesen Fisch müde zu machen. Das heißt, erstmal wird er mit der Strömung mitgehen. Wir können dann also hier oben praktisch langlaufen parallel und können auch schnell auf der anderen Seite wieder dafür sorgen, dass er zurück muss. Das ist schon mal gut. Also ich denke, wir werden dem Fisch hier Herr werden. Er darf nur nicht, das Problem wäre, wenn er jetzt zu weit in die Richtung geht. Ich weiß dann nämlich nicht, ob wir auf der anderen Seite hinterher können, ob wir da oben lang können. Ich habe meine Befürchtung, dass das da hinten Richtung Fabrikgelände, hier geht's schon nicht mehr, siehst du? Also, wenn wir ihn hier lang haben, das darf nicht passieren. Das heißt, am besten wirklich, wenn was Größeres dran ist, direkt hier an die Kante ranlaufen, dass der erstmal flussabwärts, oha, das war knapp, erstmal flussabwärts schwimmen kann. Und dann können wir ihn nämlich da notfalls verfolgen. So sehe ich jetzt gerade die Situation. Ich hoffe, dass es nachher wirklich so ist. Ja. Erstmal gucken, ob überhaupt sowas Großes anbeißt. Das muss jetzt erstmal passieren, ne? Erstmal sieht es jetzt nämlich so aus, als ob wir hier gerade Schweigen im Walde hätten. Aber ich habe schon gehört, bei Stören und Sturlets und sowas muss man ein bisschen Zeit vorab einplanen. Also machen wir das jetzt einfach mal. Was man auch immer mal wieder machen muss, wir kennen hier dieses Flacker-Thema, ne? Wenn es flackert, ist was dran. So ab und an mal kann man da mal reinschauen und überprüfen, denn ich habe die Erfahrung an der Sura leider schon oft gemacht. So ein Sturlet ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass er maximal an der Angel zieht. Das heißt, es kann auch manchmal sein, dass er einfach rangeht und du merkst es erstmal gar nicht und dann willst du einkurbeln, vielleicht neu auswerfen und auf einmal hängt dieser Fisch dran und du fragst dich die ganze Zeit, wie konnte ich den übersehen, ja? Weil der nicht unbedingt immer so maximal von sich reden macht, wenn er dran hängt. Deswegen. Da kann ab und zu mal so ein geprüfter Blick auf die Angeln durchaus hilfreich sein. Ich werde nochmal hier meine Sachen rausholen. Ich habe ja jetzt alles hier auf Maulwurfsgrille. Dann machen wir jetzt mal einen Tauwurm drauf. Davon habe ich auch ein paar mehr. Und schauen wir uns das einfach nochmal an. Links außen war wohl doch nicht attraktiv genug. Mitte rechts. Okay, wir haben was auf rechts. Wir haben was auf rechts, Leute. Dann schauen wir uns das mal eben an. So, da, guck mal hier. 3,9 Kilo Sturlet fängt ja schon direkt gut an. Wow. Wow, das ist auf jeden Fall direkt erstmal so der direkte Handkantenschlag ins Gesicht, wo du merkst, ja, hier bin ich richtig. Also, der Tauwurm. Tauwurm vor Maulwurfsgrille. Schönes Ding. Schönes Ding und schon nah am PB dran mit 5, noch was. Die Mitte hat auch gefasst, wie es scheint. Mal gucken, wie lange. Schnur lässt locker, jawohl. Vielleicht wird's ja gut, mal schauen. Jetzt fängt er an zu ziehen. Ja, ich glaube, wir können rangehen. Schön. Da haben wir noch ein Sturlet mit 3 Kilo. Mensch! Das lübt ja hier. Gibt's ja gar nicht. Sehr schön. Das sieht schon besser aus. Mhm. Kurz hintereinander weg, direkt zweimal Motivation tanken, finde ich besser, ja.
Dann haben wir unseren besseren Köder gefunden, denke ich. Auf Tauwurm 1,0er Haken. Aha, Leute. Das ist doch mal schön. Ich werde nochmal einen neuen Auswurf tätigen. Vielleicht bringt das ein bisschen Abwechslung und Schwung wieder rein. Ich werde mal auf 16 Meter gehen, weil wir haben ja nun mal hier auch ein bisschen Abstand noch mit unserem Rodpod. Vielleicht brauchen wir den Meter mehr. Wir probieren es auf jeden Fall mal aus. Mal schnell buddeln hier. Mal schnell den Spaten in den Boden stochern. Und da ist nämlich schon wieder der nächste Kandidat an der Angel. Jawohl. Und da gibt's... Was bist denn du? Das sieht nach einer Mini-Aralbarbe aus. Jawohl. Seltenheitszeichen, aber kein Fähnchen. Das heißt untermaßig. Aber sie ist auch hier. Nehmen wir erstmal so zur Kenntnis. Jo, Fazit nach 10 Minuten. Wir haben jetzt eine Aralbarbe dabei und wir haben den Zielfisch gleich 3-mal in Folge gezogen. Mit einer kleineren Wartezeit hier zwischendrin, aber das habe ich mir sagen lassen, müssen wir wohl einkalkulieren. Aber ja, Sterlet ist unterwegs hier an der Ecke. Vielleicht ja auch ein bisschen größer, wenn wir schon so kleinere Schätzchen haben. So, guck mal, da zwickelt der runter, wir gehen mal ran. Das ist auf jeden Fall schon etwas schwererer Kandidat da an der Angel. Ob das jetzt noch ein Sterlet ist, ich wage es mal zu bezweifeln. Oh. 4 Kilo. Okay. Also, Leute, auch nachts ist der Sterlet hier unterwegs. 22:40 Uhr ein Einstieg. Sehr schön. Das ist natürlich dann eine gute Nachricht für uns hier. Super. Und da haben wir, es fühlt sich auch wieder an wie ein Sterlet, aber diesmal ist es bewusst keiner. Wir kriegen einen Schuppenkarpfen mit 1,5. Ja, auch die fressen Würmer natürlich. Ja, und eine Barbe wieder mit 2,5. Oh, sie werden größer, die Aralbarben. 18.000 EP. Na also, guck mal hier. Auch gar nicht so schlecht von der Erfahrung, die geben. Wisst ihr was? Auf die letzte Viertelstunde will ich nochmal was Eigenes machen. Der Spot hier scheint ja weitreichend bekannt zu sein. Jetzt zeige ich euch mal, was ich jetzt einfach noch mache. Einfach nur, um dem Establishment hier zu entgehen und mal meinen eigenen Versuch zu unternehmen. Einfach nur, damit ich zeige, es geht auch anders vielleicht. Wenn es nicht anders geht, gelitten.de, aber wir probieren es zumindest. Wir laufen jetzt mal ein Stückchen nach links rüber, sodass wir jetzt hier da drüben die Spitze anvisieren mit unserem Rodpod und gehen jetzt mal rein mit 17 Metern geradeaus durch. 17 Meter geradeaus durch, Richtung Spitze anvisieren. Da wollen wir hin. Hauen wir jetzt einfach nochmal rein. Einfach nur, damit wir nochmal was ganz anderes gemacht haben. Und dann gibt es auch da nochmal ein Futterbömmchen hin und dann ist gut so. Oh, ding, 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 ding. Okay, der ist wild. Was tut er da? Oh, da geht sogar die Bremse rein. Aha, okay. Okay. Den hatten wir noch gar nicht, so einen Einstieg. Da drüben nicht, aber hier wohl. Na, dann gucken wir uns das doch mal an. Was haben wir denn da? Was gibt's hier heute Schönes für uns? Nach einem untermaßigen Wildkarpfen kriegen wir einen Wels. Ey, guck mal hier, 10 Kilo Wels an der Angel. Ja, die mögen auch Tauwürmer, ne? Ja, hat er sich jetzt entschieden? Ich glaube, jetzt möchte er los. Ja, er möchte los. Okay. Dann komm mal her. Kriegen wir denn hier auch ein Sterlet vielleicht raus? Ja! Schaut mal. Da ist auch einer mit 1,5 Kilo. Es geht also auch ein bisschen weiter links, ne? Auch da ein 17 Meter Clip mal rein, ein bisschen darüber. Warum auch nicht, Leute, ne? So, Sonnenuntergang an der 8 rüber sieht übrigens auch richtig schön aus, ne? Da hinten pafft noch so ein bisschen die Fabrik. Eben war noch Paffen zu sehen, jetzt scheinbar nicht mehr. Gerade aufgehört. Joa, schön ist es. Hier können wir über den Steg dann auf die Verkaufsplattform sozusagen drauf. Beziehungsweise
die schwimmenden Plattformen, das sieht schon echt geil aus. Also ich mag ein bisschen was von Hausbooten, ne? Irgendwie. Das hat schon was. Und hier drüben auf dem Hauptsteg sozusagen, der dann auch zu den Booten führt, hier können wir uns dann entsprechend ausstatten mit einem Kaffeeauftrag und einem Boot für den Fischmarkt. Wir gucken natürlich erstmal ins Café rein. Da gibt es den Sterlet, allerdings erst ab 11,5 Kilo. Das ist ein gutes Stück, 2,5 Kilo über Trophäenmaß. Da gibt es dann mal schlappe 1064 Silber dafür. Das ist natürlich top, ne? Ist klar, aber den haben wir nun mal leider nicht. Ergo schauen wir mal, was im Fischmarkt so los ist. Wir waren jetzt 1 Stunde 10 unterwegs, kriegen 43 Silber für 4 Kilo Sterlet. Ich finde, das ist ein ganz guter Wert. Hier gibt es für 4 Kilo nochmal 41. Die Aralbarbe mit 2,5 Kilo immerhin stolze 34 Silber. So viel hätte ich ja gar nicht zugetraut. Das ist also schon mal doch sehr, sehr üppig, wie ich finde. Sterlet mit 3,1 Kilo 33 Silber und hier unser Wels mit 17. Also reich werden wir hier nicht, ne? Auf 1 Stunde 235 Silber. Da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was. Aber wir sehen zumindest, der Sterlet ist am Start. Den können wir da an der Ecke kriegen. Und ja, vielleicht ja auch ein bisschen größer beim nächsten Mal. Mal schauen.